Lang ist her, Leute, dass ich mal wieder bei Lidl Parkside-Produkte eingekauft habe. In diesem Fall habe ich heute mir einen Parkside Performance Winkelschleifer mal angetan für 39,99 und den wollen wir uns einfach mal genauer heute in diesem Video anschauen. Aber jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und vielleicht haben so manche, die den Kanal verfolgen, schon so ein bisschen ein Déjà-vu und die sagen sich, ja Moment, das hast du doch schon mal vorgestellt. Ja, das stimmt, das war aber vor über 2 Jahren habe ich auch einen Parkside Performance Winkelschleifer vorgestellt und der ist ja gar nicht mal ganz so schlecht rausgekommen aus dem Test. Jetzt die Zeit vergeht und die bringen natürlich auch wieder neue Sachen raus. Deshalb haben sie auch wieder so einen, ja ich sage jetzt mal, einen relativ neuen Winkelschleifer rausgebracht und den wollen wir uns heute einfach mal genauer anschauen. Ich muss das jetzt ehrlich gesagt auch ablesen, was das für ein Modell ist. Das ist der PWSAP 20-LIG7. Also diese Bezeichnungen, Wahnsinn. Wer Gipfelholz auch verfolgt, der weiß eigentlich, dass ich eher so ein bisschen Bosch Blau-Fan bin und eigentlich die ganzen Bosch Blau-Geräte dann eigentlich so eher so im Einsatz habe wie diesen hier oder auch andere Geräte. Aber ich muss diesen Parkside Performance Linien auch mal eine Chance geben, weil so schlecht sind sie gar nicht, weil ich muss auch mal dazu sagen, ich habe jetzt auch zum Beispiel einen Akkuschrauber, einen Akku-Bohrschrauber habe ich auch hier im Einsatz und ich muss sagen, der ist gar nicht mal ganz so schlecht. Also da kann er schon relativ gut mithalten. Aber es geht ja nicht um alle anderen Produkte, sondern es geht ja heute um diesen Winkelschleifer. Und ich würde mal einfach sagen, wir packen das Ding jetzt einfach mal aus. Dann schauen wir mal in das Köfferchen rein. Das finde ich auch mal ganz gut, dass bei Parkside immer ein Koffer mitgeliefert wird. Finde ich echt gut. So, gleich mal den Geruchstest. Wie riecht's denn, wenn man aufmacht? Ja, es riecht schon noch ein bisschen nach Gummi. Aber es ist noch ertragbar. So, mitgeliefert wird natürlich ein Winkelschleifer, ein Griff, ein Vibrationsgriff und noch eine Scheibe, die da mit dabei ist und die Bedienungsanleitung. Lest sie auf jeden Fall durch. In der Bedienungsanleitung stehen auch die ganzen technischen Daten und Sicherheitshinweise drin. Also gut anschauen. Dann nehmen wir das Ganze mal in die Hand. Okay. Oh, da fällt mir jetzt gleich mal was auf, wenn ich an den Griff fasse. Der klebt irgendwo ein bisschen. Riechtest, gut, er riecht ganz schön nach Gummi, aber ich muss sagen, er klebt, der Griff klebt. Das ist natürlich jetzt nicht angenehm, aber wir werden mal schauen, wie er sich dann später noch verhält, ob das mal aufhört irgendwo, das Kleben. So, die Bedienungsanleitung habe ich mir mal auch durchgelesen, dann ist mir gleich mal ein Satz aufgefallen, das Gerät ist nicht für den Einsatz im Heimwerkerbereich bestimmt, es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Ist ganz klar, Leute, also ihr müsst definitiv wissen, dass dieses Gerät für die Heimwerker ist, die jetzt nicht den ganzen Tag hier mit diesem Gerät hier arbeiten, weil das wird es definitiv nicht durchhalten und wie gesagt, Heimwerkerbereich. So, was ist denn noch wichtig? Wir haben Scheiben bis 125 mm können wir drauf tun. 10.000 Umdrehungen pro Minute, das ist natürlich noch wichtig. Diese Wattanzahl steht es leider nicht drin. Bei Bosch Professional ist es so, jetzt gerade bei diesem großen Modell, ich glaube, das ist für bis zu 1800 Watt ausgelegt oder vergleichbar mit dem 1800 Watt Winkelschleifer. Das steht hier leider nicht drin, ist schade, aber gut. Wir haben zumindest mal die 10.000 Umdrehungen pro Minute. 1,66 Kilo ist natürlich wirklich super leicht, muss ich sagen. Das passt schon mal von dem her, da ist der Bosch Professional schon mal doppelt so schwer. Und wir haben ein M14 Aufnahmegewinde hier zum draufspannen. Und da haben wir noch einen Schnellverschluss, wie wir sehen. Also wir brauchen da eigentlich gar keine Zange mehr dazu oder einen Öffner dazu. Wir könnten das theoretisch auch mit dem Schnellverschluss hier machen und dann einklappen. Aber ich sehe hier gerade im Griff ist hier auch noch was versteckt. Das finde ich natürlich sehr, sehr cool, dass wir im Griff noch einen Öffner haben. Falls es doch mal zu fest zu ist, kann man dann hier noch mal rein und das Ganze mit diesem Griff hier öffnen. Also das ist auch mal gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Was mich jetzt gerade vorhin echt gestört hat, ist, dass der Griff hier einfach ein bisschen klebt. Also das ist einfach noch so ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, ja, es ist ein bisschen unangenehm. So, ich suche jetzt auch gerade die Angaben zur Drehzahl. Wir haben hier Drehzahlverstellungen, wir haben hier 6 Stufen. Welche Stufe, welche
Drehzahl hat, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich es jetzt in der Bedienungsanleitung nicht gesehen habe. Also stufenlos ist es nicht. Das sind halt einfach 6 Stufen, die wir einstellen können. Feste Stufen und nicht wie bei den normalen anderen Geräten, dass wir stufenlos sind. Aber ich finde hier auch leider jetzt in der Bedienungsanleitung nichts, wo dann praktisch, da steht bloß drin, kleinste Stufe, Drehzahl, 6. höchste Drehzahlstufe. Aber die 6 Stufen sind jetzt nicht aufgelistet, wie viel das sind. Gut, wir haben natürlich jetzt hier noch einen Arretierknopf, um die Scheibe zu arretieren, wenn wir das Ganze wechseln wollen. Funktioniert auch ganz gut, ist ganz klar. Und wir haben den Ein- und Ausschalter, den haben wir natürlich hier oben. Bei anderen Geräten ist er dann teilweise an der Seite. Und dann haben wir den jetzt hier oben. Und wir können den einfach WIP-Schalter, das heißt, wir müssen den erstmal runterdrücken, hochdrücken, loslassen, dann ist der auch arretiert, fest arretiert. Und mit einem Knopfdruck drücken wir drauf und der Winkelschleifer geht aus. Dieser Vibrationsgriff, wie gesagt, also kleben tut er ein bisschen. Den können wir natürlich jetzt auch noch an verschiedenen Positionen hier anbringen. Und gut, ja, und was habe ich dann sonst noch zu erwähnen? Also Wertigkeit ist eigentlich okay. Also hier klebt es komischerweise nicht. Es klebt nur am Griff hier. Aber hier die Gummierung, das passt. Also die Gummierung finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil man dann wirklich echt nicht groß abrutschen kann oder so. Man hat hier echt einen guten Griff. Und ich komme auch mit meinen Griffeln, komme ich einfach wirklich schön direkt eigentlich rum. Was ich noch ganz vergessen habe, ist, dass wir natürlich einen kleinen Schalter hier haben, einen kleinen Hebel haben und natürlich jetzt unsere Haube, unsere Schutzhaube nochmal verstellen können. Aber was mir jetzt gerade auch so ein bisschen aufgefallen ist, im Koffer drin ist er so konzipiert worden, der Koffer. Schauen wir mal nochmal, wie er reingehört, der Winkelschleifer. Genau. Und jetzt zeige ich jetzt euch mal, das finde ich ein bisschen blöd, das hätte man ein bisschen anders umdesignen müssen, weil ich bin Rechtshänder und ganz ehrlich, die Scheibe, wenn ich sie so raushol, also den Winkelschleifer so aus der Packung raushol, so gehört da rein, ist die Haube auf der Seite und ich bin Rechtshänder, ich werde dann so arbeiten und deshalb wird mich das stören so ein bisschen. Das ist das Einzige, wo ich sagen muss von der Verpackung her, ich habe mal umkonzipieren müssen, dass praktisch der Winkelschleifer, die meisten sind doch Rechtshänder oder wer von euch ist Linkshänder? Also ich kenne schon einige, aber ich bin Rechtshänder, ich will es auf der rechten Seite haben. Gut, aber nur mal zum Wissen, ich muss jedes Mal praktisch diese Klappe, damit der Winkelschleifer in die Box reinpasst, muss ich dann drehen. So, dann tun wir jetzt einfach mal einen Akku rein. Apropos Akku, empfohlen wird von Lidl Parkside der 4 Stunden Ampere Akku, den damit zu betreiben, den Winkelschleifer. So, Thema Sicherheit wollte ich noch was sagen und zwar zum älteren Modell, was ich vor 2 Jahren vorgestellt habe. Der hatte kein Kickback Control System. Was ist das? Das ist ein Rückschlagsystem, ein Rückschlagsicherheitssystem. Das heißt, sollte ich mit einem Winkelschleifer einen Rückschlag haben und der Winkelschleifer kommt mir zum Beispiel entgegen, dass der abschaltet. Und das ist natürlich bei der Thema Sicherheit, gerade für Heimwerker, die das Ding nicht so oft benutzen, eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Bei Bosch Professional war das schon immer so, dass sie ein Rückschlagssystem haben, ein Kickback Control System, kriege ich es noch raus. Und zwar schaltet er dann ab, wenn ich einen Rückschlag habe. So, Rückschlag, Gerät blinkt und es hat abgeschalten. Ist schon mal sehr, sehr wichtig und das soll jetzt der auch haben und das wollen wir natürlich jetzt auch mal testen. Okay, habt's gesehen, er hat einen Rückschlag und er hat abgeschalten, denn der Taster ist noch auf Betrieb. Super. Und das Ganze jetzt wieder zu deaktivieren, ausschalten, anschalten, dann müsste er wieder funktionieren. Super. So aufmerksamen Zuschauern ist gleich aufgefallen beim Einschalten, wir haben einen Sanftanlauf. Das heißt, der startet nicht gleich volle Kanne durch, sondern jetzt drehen wir aber trotzdem mal auf volle Stärke nach oben auf die Stufe 6. Weiß ich jetzt leider von der Drehzahl her nicht. Nee, Stufe 6 ist natürlich die 10.000. Und jetzt schalten wir nochmal an und ihr seht es, diesen Sanftanlauf. Ihr hört es praktisch, dass er dann langsam losdreht. Vom Geräusch muss ich sagen, ist er jetzt nicht ganz so leise. Also, okay, da hört es selber nochmal vom Geräusch her. Also es ist nicht ganz leise. Wenn man jetzt das ganz gleiche nochmal anschaut, und zwar, der hat jetzt 11.000 Umdrehungen und wie laut der praktisch ist schon eigentlich deutlich leiser. So,
was jetzt mir auch gleich mal aufgefallen ist, natürlich hat er auch eine Bremse drin. Das heißt, wenn ich das Ganze in Betrieb habe und abschalte, dann ist er halt innerhalb von einer Sekunde ist er dann praktisch gestoppt. Zack, und schon stoppt. Also haben wir noch eine Bremse verbaut. Boah Leute, jetzt muss ich euch was zeigen. Das ist mir gerade aufgefallen. Leute, schaut euch mal das an. Seht ihr das? Seht ihr diese Schraube? Die ist doch gar nicht ganz drin, oder? Okay, also das müssen wir mal kontrollieren. Das mache ich jetzt mit dem Schraubenzieher mehr. Also das war wirklich so, bei einer Auspackung her habe ich gerade gesehen, da ist eine Schraube, die schaut aus, als wäre sie nicht ganz reingeschraubt. Das wollen wir das Ganze mal testen und die Schraube versuchen reinzudrehen oder ob die jetzt überhaupt klemmt. Nee, boah Leute, seht ihr das? Wow. Okay, das müsst ihr bei eurem Kauf natürlich darauf achten. Das darf natürlich nicht vorkommen. Da muss die Sicherheitskontrolle, muss das sehen, dass dort eine Schraube nicht ganz drinne war. Also, okay, achtet bitte drauf, ob bei euch dann die Schrauben alle komplett drin sind. Okay, krass. Ah, gut, das fand ich jetzt schon gerade ein bisschen heftig, dass die Schraube nicht ganz drin war, weil das muss die Qualitätssicherung muss das einfach sehen. Leute, jetzt würde es mich von euch interessieren. Wer hat diesen Winkelschleifer schon? Und könnt ihr mal bitte kontrollieren, ob bei euch alle Schrauben hier von dem, vom Winkelschleifer hier oben, ob die alle reingedreht sind. Ihr habt es gerade gesehen, bei mir war eine Schraube offen und es war 2, 3 Umdrehungen, war die nicht ganz drin. Sollte eigentlich nicht vorkommen. Und es würde mich mal interessieren, kontrolliert es mal bitte und schreibt es mal unten in die Kommentare rein, ob ihr dann sowas auch feststellen konntet. Vielleicht habe ich nur ein Montagsgerät, also ich sage es da noch nicht, das ist totales Schrott, das Ding, sondern gut, kann vielleicht mal vorkommen, aber sollte nicht. Eins habe ich noch vergessen, er hat einen Brushless-Motor verbaut. Das heißt, wir haben einen bürstenlosen Motor, wo wir dann auch nicht mehr diese Bürsten austauschen müssen oder so. Und das ist natürlich auch ganz gut. Auf den Akku werde ich jetzt selber nicht eingehen. Also empfohlen wird dieser Winkelschleifer mit diesem Akku da hier zu verbinden. Das heißt, zu benutzen. Das heißt, dieser 20 Volt 4 Ampere Smart Akku, das ist der hier. Ja, dieses Smart Ding, ich finde es totaler... Ja, ich persönlich möchte einen Winkelschleifer einfach anschalten und benutzen und ich muss da nichts hier rumsteuern an dem Akku oder sonst irgendwas. Das ist jetzt mit diesem Modell hier einfach möglich. Ja, hat Bosch Professional auch. Ich habe das noch nie benutzt, weil ich es einfach nicht brauche. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Müsst ihr da irgendwas groß rumsteuern, mit Apps verbinden oder sonst irgendwas? Also wie gesagt, ich möchte dann mit dem Ding einfach arbeiten und gut ist. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen an dem Winkelschleifer. Sollte ich was vergessen haben, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinballern. So, genug gelabert. Wir werden jetzt in den Praxistest gehen. Ich habe hier 10 mm Stahl, was wir jetzt einfach mal trennen möchten. Und mal schauen, ob er oder wie oder ob er in die Knie geht, der Winkelschleifer, ob das funktioniert. Verwenden werde ich dieses Original, die Trennscheibe von Parkside Performance. Werden wir dann drauf lassen, das Ganze. Und ganz wichtig ist natürlich die Sicherheit von euch. Gehörschutz ist wichtig, Brille ist wichtig und Handschuh werde ich auf jeden Fall verwenden. Und für diejenigen, die jetzt wieder kommen, das darf man nicht verwenden, Handschuh am Winkelschleifer, doch darf man schon, je nachdem, was man mit dem Winkelschleifer arbeitet, schaut es einfach bei der BG nach. So, ich würde sagen, ich baue das Ganze auf und wir legen los. Aha, jetzt hat er gerade abgeschalten, ich weiß es nicht warum. Schalten wir nochmal an und nochmal aus. Okay, wahrscheinlich ist er jetzt ein bisschen überhitzt, weil er nicht mehr anschaltet. Jetzt warten wir mal ganz kurz. Das sollte natürlich auch nicht vorkommen. Puh. Boah, das war jetzt ganz schön anstrengend, weil wir haben ganz schön lang gebraucht jetzt. Gut, Leute, es ist auch ein Extremtest. Wir haben hier 10 mm Stahl, doch ganz groß. Und da hat es sich jetzt gar nicht ganz so einfach getan. Er hat jetzt auch mal in der ganzen Zeit zweimal abgeschalten. Zweimal, das heißt, ich habe dann doch das Ganze mit der App verbunden, wollte mal schauen, was mit dem Akku ist. Und im Akku hat es dann angezeigt, Akku ist zu warm. Und deshalb hat er einfach abgeschalten. Sollte nicht so sein, weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Lidl sagt,
zwar, man soll den Winkelschleifer mit diesem empfohlenen Akku nehmen, den 4 Ampere. Der ist mir aber doch zu niedrig oder zu schwach im Endeffekt. Also ich würde euch bei dem Modell doch den 8 Ampere Akku empfehlen und nicht den 4 Ampere. Denn beim Vorgängermodell haben einige Leute geschrieben, weil der hat nämlich auch dann ab und zu mal abgeschalten bei zu hoher Belastung. Und dann haben sie geschrieben, nimm den 8 Ampere Akku, der funktioniert besser. Ich habe jetzt keinen 8 Ampere Akku, deshalb kann ich es auch nicht testen, aber ich glaube den Leuten definitiv und ich kann es euch nur empfehlen, solltet ihr den Winkelschleifer betreiben, doch bei stärkeren Sachen, nimmt den 8 Ampere. Leute, ich weiß, es ist unfair, aber ich möchte jetzt trotzdem für mich einfach mal wissen, wie mein Bosch Professional hier durchgeht. Ich habe hier einen 8 Ampere Akku drin und ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen weniger Drehzahl wie der Lidl Parkside Performance. Und ich will es jetzt trotzdem einfach mal probieren und ich schieße es da mal durch. Ich benutze auch die Trennscheiben von X-Lok. Okay, das war ein deutlich krasser Unterschied zu unserem Parkside Performance. Also das Ding ging natürlich jetzt durch wie Butter und ich habe jetzt, ich glaube, es waren jetzt locker 5-mal schneller. Ich meine, das war jetzt doch echt ein total krasser Unterschied im Endeffekt. Natürlich hat auch der Bosch Professional nicht abgeschalten. Ich kann natürlich aber auch keine Birnen mit Äpfel vergleichen. Ich meine, das ist ein 39 € Gerät. Das ist ein richtig teures Gerät. Und natürlich, dass das deutlich besser ist, ist ja wohl klar. Natürlich wollte ich noch ein bisschen mehr damit arbeiten, bevor ich mein Fazit abgebe. Und ich habe jetzt ganz normale Standardsachen, die man eigentlich daheim einfach macht. Irgendwas zum Zertrennen, irgendwelche Gewindestangen, irgendwelche Rohre oder sonst irgendwas. Habe ich einfach jetzt getrennt. Ich habe auch geschrubbt und das Ganze. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Der Akku hat nicht einmal abgeschalten. Also da ging es echt richtig gut. Jetzt vorher mit dem Abschalten des Akkus, der war überhitzt. Ich muss aber auch ehrlich gesagt zugeben, für einen Heimwerker, das war jetzt wirklich ein 10 mm Stahl. So ein Stück zum Zertrennen ist natürlich schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Und da hat er einfach nicht mitgespielt. Da war der Akku überhitzt. Ich würde euch definitiv so empfehlen, nach diesem einen Schnitt war der Akku ziemlich aufgebraucht, diese 4 Ampere hier, Amperestunden. Und ich würde euch definitiv empfehlen, nicht die Empfehlung von Lidl zu nehmen. Ich würde euch definitiv einen 8 Amperestunden Akku empfehlen, den dort einzusetzen. Dann habt ihr auch mehr oder länger Freude daran. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe doch am Anfang erwähnt, der Griff klebt. Ja, der klebt nicht mehr. Entweder ist da jetzt genug Dreck drauf, aber ich sehe da keinen Dreck. Also er hat sich jetzt irgendwo entdampft oder sonst irgendwas. Er riecht auch ganz normal nach Gummi. Es ist gar nicht mal so schlimm und er klebt nicht mehr. Und das finde ich jetzt schon mal gut, weil da war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht. Ich denke jetzt auch mal, dass ihr da ein Fazit dazu hören wollt. Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Positiv finde ich, dass die Sicherheit wirklich erhöht worden ist. Gerade für Heimwerker, die nicht ganz so oft mit dem Winkelschleifer arbeiten. Das kann aber auch jedem Profi passieren, dass wir da einfach ein Kickback haben. Und diesen Kickback-Control-System, das haben wir einfach drin, dass der einfach automatisch ausschaltet. Ist echt super. Der Preis ist auch sehr, sehr gut, 39,99 €. Gut, man muss dazu natürlich sagen, man braucht noch den Akku dazu und das Ladegerät, aber wenn man schon in diesem System drin ist, zahlt man ja nur den Winkelschleifer. Ansonsten bin ich relativ zufrieden mit diesem Winkelschleifer. Für wen ist er jetzt wirklich gedacht?
ganz definitiv Heimwerker, Hobbyheimwerker und so weiter. Das ist optimal für die, die es einfach mal nicht stundenweise damit arbeiten wollen, einfach mal was schrubben wollen, was säubern wollen aufs Metall, einfach mal so Kleinigkeiten schneiden oder so. Jetzt nicht diese dicken Stahldinger hier zu schneiden, da ist er wirklich nicht sehr gut drin, da muss man auf was Besseres gehen oder auf einen kabelgebundenen gehen, aber für so Kleinigkeiten absolut in Ordnung und für den Heimwerkerbereich absolut auch ausreichend. Für den Handwerker natürlich nein, ist er nicht gedacht. Dafür ist er auch nicht ausgelegt. Dieses stundenweise Arbeiten funktioniert einfach nicht, weil ja allein schon mal dort bei diesem Stahl ja vorher der Akku überhitzt ist. Und das wollen wir natürlich nicht als Handwerker. Jetzt bin ich mal auf eure Meinung einfach gespannt. Ballert es unten mal in die Kommentare rein. Habt ihr dieses Gerät vielleicht schon? Wie zufrieden seid ihr? Betreibt ihr ihn mit 4 Ampere-Stunden Akku oder mit 8 Ampere-Stunden Akku? Das würde mich alles mal interessieren und schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Natürlich werde ich euch jetzt dieses Gerät auch unten in der Videobeschreibung einfach verlinken und natürlich auch noch so die Bosch-Geräte werde ich euch auch natürlich nochmal verlinken. Schaut da einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Jetzt sind wir aber am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Test einfach gefallen. Lasst dem Video einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Testvideo mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Winkelschleifer-Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.